Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Die Alzheimer-Krankheit ist eine fortschreitende Hirnerkrankung, bei der Teile unseres Gehirns mit zunehmendem Alter zu schrumpfen und abzusterben beginnen. In unserem Gehirn befinden sich etwa 86 Milliarden Neuronen. Dabei handelt es sich um Gehirnzellen, die Informationen speichern und untereinander übermitteln, indem sie Verbindungen herstellen. Wenn wir an Demenz oder Alzheimer leiden, stellen die Neuronen keine ordnungsgemäßen Verbindungen mehr untereinander her, was dazu führt, dass wir unser Gedächtnis und unseren normalen Denkprozess verlieren. Was passiert ist, dass die Gehirnzellen schrumpfen und schwächer werden, weil sie nicht den Treibstoff bekommen, den sie brauchen. Eine Art Plaque namens Amyloid-Plaque verstopft auch die Räume zwischen den Gehirnzellen und verhindert so, dass sie sich richtig verbinden und miteinander kommunizieren können. Die Alzheimer-Krankheit beginnt tatsächlich schon sehr früh im Leben, zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, kann aber erst sehr viel später im Leben zu Problemen führen. Die gute Nachricht ist, dass wir Maßnahmen ergreifen können, um das Risiko an Alzheimer oder Demenz im Allgemeinen zu erkranken, zu senken. Ich werde daher die frühen Anzeichen der Alzheimer-Krankheit vorstellen, auf die wir achten sollten. Auch zu den Ursachen werden wir gelangen und welche Schritte wir ergreifen können, um unser Gehirn vor dieser degenerativen Erkrankung zu schützen. Eines der frühesten Anzeichen einer Alzheimer-Erkrankung, welche 10 Jahre vor den kognitiven Veränderungen auftreten kann, ist eine sensorische Veränderung und hat hauptsächlich mit der Geruchsempfindung zu tun, da die Nervenenden in ihren Nebenhöhlen direkt bis zum hinteren Teil des Gehirns des Zentralnervensystems verlaufen und es keine Blut-Hirn-Schranke gibt. Von den sensorischen Problemen ist es also zuallererst der zunehmende Geruchsverlust. Das zweite Anzeichen einer Sinnesveränderungen ist mangelndes Sehvermögen, aber auch der Gehörverlust zählt zu den ersten Sinnesveränderungen bei Alzheimer. Und das dritte Anzeichen ist die Schlaflosigkeit. Nummer 4 ist die Aufregung, also eine geringe Stresstoleranz. Als nächstes kommt die Unruhe, denn wenn das Gehirn zusammenbricht, wird die Person wirklich unruhig. Sie kann nicht einfach stillsitzen. Als nächstes kommt die Aggression und schließlich gerät die Person in Gedächtnisprobleme und das könnte das Vergessen von Wörtern sein, es könnte das Vergessen von Namen sein, es könnte etwas mit der Schwierigkeit zu tun haben, etwas zu lernen, es könnte auch etwas sein, das man den Uhrentest nennt. Also die Unfähigkeit, die Uhrzeit anhand einer Uhr zu erkennen oder räumliche Erkennung, die Unfähigkeit, den Standort ihres Autos zu lokalisieren oder wo die Schlüssel sind oder den Weg nach Hause zu finden. Es kann auch einen Mangel an Fokus oder Konzentration beinhalten. Punkt 8 sind dann niedrigere Emotionen, es könnte bis hin zu Depressionen reichen oder es könnte etwas höher in Angstzuständen sein. Bis hin zur Apathie, wo man einfach in die Ferne starrt. Das nächste ist dann die Inkontinenz, also der Verlust der Kontrolle über die Blase oder den Darm. Das Gehirn steuert beide Aktionen. Es liegt also offensichtlich ein Abbau des Gehirngewebes vor. Und die letzte Ursache ist die Verstopfung, die auch das Nervensystem, aber auch den Darm betrifft. Denn der Darm beeinflusst direkt das Gehirn und umgekehrt. Kommen wir als nächstes zu den Ursachen. Zunächst einmal liegt eine chronische Entzündung im Körper vor. Eine Entzündung in den Arterien führt zur Arteriosklerose, eine Entzündung im Darm führt zu einem Leaky-Gut-Syndrom und ebenso kann diese zu einem durchlässigen Gehirn führen. Sie zerstört die Blut-Hirn-Schranke. Und dann haben wir ein richtiges Problem, weil Giftstoffe, Krankheitserreger oder schädigende Zellen in das Gehirn gelangen können. Die Hauptursache für chronische Entzündungen sind die Nahrungsmittel, die wir essen, wie raffinierter Zucker, raffinierte Stärke, also Weißmehlprodukte, Speiseöle, Transfette, Junkfood, hochverarbeitete Nahrungsmittel und das alles wird eine Insulinresistenz verursachen. Demenz geht immer mit einer Insulinresistenz einher, die tatsächlich dazu führt, dass die Neuronen, die Nervenzellen, buchstäblich an Treibstoff verhungern, weil diese Gehirnzellen bei dieser Insulinresistenz keinen Treibstoff mehr bekommen können. Und weil die Insulinresistenz mit einem ständig erhöhten Blutzuckerspiegel einhergeht, wird die Alzheimer-Krankheit auch Diabetes Typ 3 genannt. Für mehr Einzelheiten zur Insulinresistenz schaut euch mein Video dazu an. Es gibt aber auch andere Dinge, die diese Entzündungen verursachen können, wie zum Beispiel Schwermetalle, insbesondere Quecksilber und Aluminium, aber auch Infektionen, Bluthochdruck, der diese massive Drucksituation bis hinauf zum Gehirn verursacht. Was können wir also tun? Eine neue Forschung zeigt, dass bestimmte Faktoren das Alzheimer-Risiko senken können. Es gibt Mittel und Wege, mit denen man den Ausbruch der Erkrankung auf natürliche Weise verhindern kann. Zur wichtigsten Maßnahme gehört auch hier wieder die ketogene Ernährung. Wir müssen also die Kohlenhydrataufnahme reduzieren, damit unser Körper auf Ketone umstellen kann, die einen effizienteren Brennstoff für die Gehirnzellen darstellen.
Wir sollten also sicherstellen, dass wir uns in der Ketose befinden. Und um in dieser zu bleiben, sollten wir auf verschiedene Dinge achten, wie zum Beispiel die Häufigkeit der Mahlzeiten, die wir auf maximal 2 Mahlzeiten am Tag reduzieren sollten, und da will uns das intermittierende Fasten sehr gut helfen. Denn je öfter wir essen und naschen, desto höher ist der Insulinspiegel. Je schlimmer also jemand an Alzheimer leidet, desto seltener sollte er essen. Die Ketone können aber auch erhöht werden durch das tägliche Sporttreiben. Und dann ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir jeden Stress vermeiden, weil Stress Cortisol aktiviert, und ein anderer Name für Cortisol ist Glykokortikoide, was mit Glucose zu tun hat. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn wir Cortisol erhöhen, erhöhen wir auch die Glucose. Und zwar nicht, weil wir Zucker essen, sondern nur, weil unser Körper in einem gestressten Zustand ist, und das allein kann schon zu Insulinresistenz führen. Es kann sogar letztendlich zu Diabetes führen und schließlich zu Alzheimer. Abgesehen also von der ketogenen Ernährung, täglicher Bewegung und ausreichend Sport sowie gute Schlafgewohnheiten und dem intermittierenden Fasten sollten wir auch Vitamin D zu uns nehmen, denn dieses ist sehr wichtig für das Gehirn und eines der wirksamsten entzündungshemmenden Mittel. Ebenso sind die Omega-3-Fettsäuren sehr wichtig für das Gehirn in Form des Krillöls, aber auch das Kurkumin in Form des Myzellenkurkumins hilft sehr stark gegen Entzündungen. Ferner sind auch die B-Vitamine sehr wichtig. Das Vitamin B1 ist äußerst wichtig, um diese Atrophie vorzubeugen, aber auch die Folsäure. Saunaanwendungen, insbesondere die Infrarotsauna, 4 bis 7 Mal pro Woche, können das Demenzrisiko um 60% senken. Resveratrol und NAD sind sehr gut für das Gehirn. Aber auch Ginkgo und Ginseng, die geistige Leistungskraft fördern und bei Demenzerkrankungen wie Alzheimer helfen sollen. Und der Einsatz von Lithium-Orotat bei leichten kognitiven Störungen oder der Alzheimer-Demenz wird derzeit erforscht und diskutiert. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.